So, guten Tag und herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Videoreihe eines Einsteiger-Tutorials. Wir sprechen jetzt über das Thema Allianzen. Hierfür bin ich zurück auf meinen Main-Account gesprungen, um es euch besser zeigen zu können. Es gibt Bündnisse in jedem Kingdom. Jeder kann grundsätzlich ein Bündnis gründen. Aber für euch ist es sinnvoll, das Bündnis zu nehmen, das am stärksten ist, was die höchste Energie hat, was am meisten Mitglieder, aktive Mitglieder tatsächlich hat, weil ihr so am besten dort profitieren könnt. Bündnisse sind grundsätzlich strukturiert. Es gibt einen Anführer und es gibt entsprechend 8 Offiziere, die das ganze Bündnis leiten. Und dann gibt es 3 Ränge, in denen man sich unterschiedlich wiederfindet. Je nachdem, in der Regel wird es nach Leistung, nach Power, also Energie bewertet oder auch teilweise nach Aufgaben. Das kommt immer sehr darauf an, da ist aber jeder frei in seiner Entscheidung. Das Schöne ist, mit diesem Bündnis erreicht uns eine Menge an Möglichkeiten und eine Menge an Bonusdingen, die wir mitnehmen können. Und da fangen wir einfach mal an. Das erste und für mich allerwichtigste Thema ist dieses hier. Das Thema Hilfen. Und zwar kann man sich untereinander helfen. Ihr seht hier, man kann sich für alle möglichen Dinge tatsächlich helfen. Wir sind hier weiter vorgedrungen, haben viel Truppenheilung dazwischen, aber man kann sich auch bei der Aufwertung und des Baus von neuen Gebäuden helfen und bei der Erforschung von neuen Technologien. Diese Hilfen sorgen dafür, dass sich das, was man selber macht, beschleunigt und der andere dementsprechend auch. Diese Beschleunigung ist das, was tatsächlich am Ende das Ganze sehr interessant macht. Denn mit dieser Anzahl an Bündniszentralleveln steigt auch die uns zur Verfügung stehenden Hilfen und dafür brauchen wir aktive Spieler, die uns unterstützen, so dass dort tatsächlich eine immense Zeitersparnis kommt. Dementsprechend ist dieses Bündnisgebäude auch das erste, was ihr nach jedem Aufstieg eurer Stadthalle, eurer City Hall verbessert, denn damit generiert ihr eine deutliche Zeitersparnis. Diese Zeit ist aber nicht das Einzige, wovon ihr profitiert, sondern auch davon, dass es hier tatsächlich Geschenke gibt. Diese sind in 2 verschiedene Arten kategorisiert. Es gibt einmal Belohnungen für Barbarenfestungen, die zeige ich euch jetzt sofort an dieser Stelle. Barbarenfestungen stehen ähnlich wie die Barbaren hier, an denen man verschiedene Belohnungen erhält, frei in der Wildfläche umher und man kann sie angreifen. Dafür braucht ihr ein Bündnis, denn man generiert einen Sammelangriff, den ihr über eure Burg entsprechend mit Mitgliedern eures Bündnisses füllt. Es ist nicht möglich, diese Dinge alleine anzugreifen. Ihr braucht Partner, deshalb braucht ihr die Allianz. Hauptmerkmal sind hier tatsächlich, es gibt Ressourcen, also Dinge, die ihr braucht, um eure Stadt aufzuleveln. Es gibt Wissenskompendium, die dafür genötigt werden, eure Kommandanten aufzuleveln. Und es gibt Bücher, diese braucht ihr, um eure Burg, also die Burg ist ein Gebäude innerhalb des ganzen Stadtviertels, aufleveln zu können. Dieses hier braucht ihr am Ende, um auf Level 25 mit eurer Stadt zu kommen. Das heißt, Festungen sind sehr wichtig und dafür braucht ihr die anderen Menschen. Aber nicht nur das. Ihr könnt auch hier tatsächlich profitieren, wenn Spieler in eurem Bündnis echtes Geld ausgeben, um weiter voranzuschreiten. Dann werden je nach Summe dessen, was ausgegeben wurde, nämlich diese Truhen generiert und hier könnt ihr selber auch profitieren. Und hier gibt es einfach mal eben 500 Edelsteine. Das ist die besondere Währung dieses Games, die man für echt Geld kaufen kann, geschenkt. Und das in verschiedenster Art und Weise, so dass wir hier tatsächlich Stück für Stück selber davon profitieren, wenn andere Menschen Geld ausgeben. Und diese Edelsteine sammeln sich an. Hier seht ihr es nochmal, das ist also die Währung, die wir kaufen können. Und die Edelsteine kann man für quasi alles in diesem Spiel verwenden. Man kann damit Beschleunigungen herstellen, man kann damit Ressourcen kaufen, man kann damit sein VIP-Level boosten. Und man kann tatsächlich auch Schilde oder andere Items kaufen, die man für irgendwas verwenden kann. Man kann quasi alles damit machen.
Ist aber nicht sinnvoll. Auf die Ressourcennutzung kommen wir gleich nochmal zurück. Aber auch das ist ein Teil dieser Allianz. Zum Zweiten gibt es immer ein Gebiet. Dann, wenn man sein Gebiet vergrößert, kann man Bündnisfestungen bauen oder entsprechend Flaggen bauen, um dieses Gebiet zu vergrößern. Und dieses Gebiet bietet euch Ressourceneinnahmen. Diese kommen aufgesammelt immer wieder zustande. Man kann sie abholen und ihr seht, sie wachsen relativ schnell nach. Dieses Gebiet wird mit einer Farbe gekennzeichnet und ihr findet dort eure Allianzmitglieder wieder, die Stück für Stück dort mitwachsen. Zusätzlich kann innerhalb dieses Gebietes ein Allianz-Ressourcen-Pit gebaut werden. Dieses hier an der Stelle, wo man nochmal sehr deutlich und bewusst eine zusätzliche Menge an Ressourcen generieren kann. Und das gerade dann, wenn man längere Zeit nicht eingeloggt ist, weil man zum Beispiel schläft, arbeitet, zur Schule geht oder was auch immer, sehr, sehr deutlich zu profitieren nutzen zu können. Gott, Sprache ist heute wieder on point. Zusätzlich gibt es bei den Allianzen Allianz-Technologien, die sich in verschiedene Bereiche aufwickeln. Zum einen beschleunigt es eure Baugeschwindigkeit, zum anderen beschleunigt es natürlich die Geschwindigkeit der Forschung, die ihr habt. Und wir haben hier noch kämpferische Fähigkeiten. Ihr profitiert alleine davon, dass ihr in der Allianzzeit von diesen zusätzlichen Dingen könnt sie aber auch weiter vorantreiben, indem ihr einen kleinen Teil eurer Ressourcen nehmt und damit die Allianz unterstützt in der Ausbildung dieser Dinge. Zusätzlich gibt es einen Shop, wo man verschiedenste Dinge für eine Credit-Währung erwerben kann. Diese Credits kriegt man zum Beispiel, indem man sich für den Bau an Flaggen beteiligt oder die eben gemachten Ressourcenspenden durchführt. Hier gibt es unter anderem Teleporter, aber auch Schilde oder auch Speedups, um entsprechend weiterzureisen. Aber der Hauptpart ist und bleibt, ihr könnt ja auf einen anderen Server umziehen im Nachgang und dafür braucht ihr diese Passseiten, die ihr auch über die Allianz erwerben könnt. Ihr seht, eine Allianz ist das Hauptthema, um voranschreiten zu können in diesem Spiel, aber, und das sage ich nicht zuletzt, es ist auch der größte Spaßfaktor. Denn man spielt mit anderen Spielern zusammen, man streitet zusammen, gemeinsam voran, man kämpft gemeinsam gegen Gegner und man hat enorm viel Spaß. Die Community ist hier sehr aktiv, die Menschen sind sehr kommunikativ, es wird über alles Mögliche gesprochen, es ist sehr lustig, es macht wirklich Spaß und daher kann ich euch eine schöne, aktive Allianz nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit. So, Teil 2 zum Thema Allianzen haben wir damit abgeschlossen.